Ja, gern komme ich zum Essen. Ich habe einfach eine Fructose-Sorbit- und Histaminintoleranz. Hallo? Die Histaminintoleranz. Wie wusste ich, dass ich überhaupt an einer Histaminintoleranz litt? Natürlich gingen verschiedene Beschwerden voraus und daraufhin besuchte ich verschiedene Ärzte und machte Atmung- und Bluttests und dabei kam heraus, dass ich anscheinend verschiedene Nahrungsmittel nicht gut vertrug. Meine damaligen Ärzte empfahlen mir daraufhin, diese Nahrungsmittel zu meiden. Ja, etwa 10 bis 15 Minuten nach der Nahrungsaufnahme kann die Nase anfangen zu laufen oder sie fühlt sich verstopft an. Man kann Erröten und bereits Magenschmerzen bekommen. Innerhalb von 30 Minuten können dann starke Krämpfe entstehen, man kann Durchfall bekommen, Blähung, Übelkeit und im späteren Verlauf sogar Quaddeln auf der Haut, ein Migräneanfall, Kreislaufprobleme, Herzklopfen und sogar Asthma. Natürlich war es so, dass ich nach diesen Symptomen überhaupt keinen Sinn darin sah, histaminhaltige Lebensmittel weiter zu mir zu nehmen. Also habe ich meinen Speiseplan radikal eingeschränkt. Ja, das Problem war, dass immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten dazu kamen und ich schlussendlich noch 7 Lebensmittel aß, wie zum Beispiel Reis und Zucchini. Die Angst vor den Symptomen war einfach so groß, dass dieser Schritt in dieses essgestörte Verhalten für mich so viel einfacher oder sich für mich so viel einfacher angefühlt hat. Erst Jahre später lernte ich, dass Histamin eigentlich ein körpereigener Stoff ist und gar nicht mein Feind. Und dass eine Histaminintoleranz eigentlich auf ein tiefer liegendes Problem aufmerksam machen möchte. Eine starke Einschränkung meiner Nahrungsmittel hat überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, ich fing an, eine Mangelernährung zu etablieren, indem ich auch gesunde Lebensmittel wegließ. Und meine Magen-Darm-Probleme, die wurden noch viel schlimmer. Aber was ist Histamin überhaupt? Histamin gehört zu der Gruppe der biogenen Amine. Das ist ein Eiweißstoff, der als Botenstoff für ganz viele wichtige Abläufe im Körper sorgt. Es sind kleine Helfer, die den Blutdruck regulieren, die Magensaftproduktion anregen. Sie steigern die Darmbewegung und regulieren den Schlaf-Wach-Rhythmus. Ist zu viel Histamin vorhanden, wird normalerweise im Dünndarm mit Hilfe der Diaminoxidase, DAO, das Histamin wieder abgebaut. Ein gesunder Mensch produziert das DAO, sobald Histamin aufgenommen wird und kann dieses also gleich wieder neutralisieren. Wird aber zu viel Histamin aufgenommen, kann sogar bei einem gesunden Menschen eine histaminallergische Reaktion hervorgerufen werden. Das wäre dann eine Histaminvergiftung. Das kennen wir zum Beispiel bei verdorbenem Fisch. Wird aber zu wenig DAO produziert, tauchen die Symptome bereits bei geringen Mengen auf. Weil zu wenig DAO, zu viel Histamin. Das Interessante ist ja, dass Histamin in Pflanzen und Bakterien vorhanden ist, aber dass es auch ein körpereigener Stoff ist. Also ein Naturstoff, den wir in unseren Mastzellen tragen. Das sind körpereigene Immunzellen. Und das Geniale ist, dass die Mastzellen Histamin ausschütten, um fremde Stoffe unschädlich zu machen. Also, wenn wir gleich viel Histamin abbauen, wie wir aufnehmen oder selber produzieren, spüren wir überhaupt nichts von diesem Stoff. Wenn dieses Gleichgewicht jedoch gestört ist, kommt es zu einer Histaminunverträglichkeit oder zu einer allergischen Reaktion. Also, zusammengefasst, es gibt 2 Arten, wie wir Histamin aufnehmen können. Erstens, über Nahrungsmittel, in denen Histamin vorhanden ist. Zweitens, über Histaminliberatoren. Das sind Nahrungsmittel, durch deren Verzehr körpereigenes Histamin ausgeschüttet wird. Was sind Lebensmittel, welche viel Histamin enthalten? Es sind eingelegte und konservierte Lebensmittel. Käse, verarbeitetes Fleisch wie Schinken oder Salami, Fischprodukte, Bohnen und Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Sauerkraut, Fertiggerichte, Alkohol, schwarzer Tee, Schokolade, Kakao, Essig und Hefe. Und fällt euch auf, kommt euch diese Liste irgendwie bekannt vor? Also mir schon. Viele dieser Nahrungsmittel finden wir nämlich auf der No-Food-Liste. Das Video dazu findest du hier.
Und dann möchte ich noch etwas zu den konservierten Nahrungsmitteln sagen. Man kann also sagen, je mehr ein Nahrungsmittel konserviert, also haltbar gemacht wurde, desto höher steigt der Histamingehalt. Und was sind jetzt Histaminliberatoren? Also Lebensmittel, die wir aufnehmen und der Körper produziert dann vermehrt Histamin. Das sind Glutamate, Nitrate, Zitrusfrüchte, Erdbeeren und Tomaten. Und auch eine mega interessante Information aus dem Buch von Anthony William. Da gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel körperfremd sind, kann vermehrt Histamin freigesetzt werden. Ja, weil die Entzündungsbereitschaft zunimmt, weil diese Nahrungsmittel körperfremd sind und sich der Körper dagegen wehrt, wie gegen jedes andere Gift. Für mich macht es total Sinn, dass wir ungesunde Lebensmittel weglassen. Aber histaminhaltige Nahrungsmittel wie Zitrusfrüchte, Tomate oder Erdbeeren? Was läuft denn hier falsch? Das ist ja kein körperfremder Stoff. Ja, und dieser Verzehr wäre eigentlich gar kein Problem, wenn unser Körper sich im Gleichgewicht befinden würde. Und hier setzen wir beim Verdauungstrakt an. Das DAO wird hauptsächlich in der Darmschleimhaut gebildet. Haben wir jetzt eine schlechte Darmflora mit einem gestörten Mikrobiom, kann das die Ursache einer Histaminunverträglichkeit sein. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie komme ich zu einem ausgeglichenen Mikrobiom? Muss ich da Probiotika nehmen? Also mein Erfahrungsbericht lautet so, Probiotika oder auch Flohsamenschalen hat mir in dem Moment gar nichts gebracht. Ich durfte lernen, dass wenn es um unser Darmmikrobiom geht, das nichts an der Leber vorbeiführt. Wir landen immer wieder bei der Leber. Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Video. Es heißt, diese Ernährung bekämpft Entzündungen. Ja, durch diese entzündungshemmende Ernährungsumstellung, die ich gemacht habe, also weg von den tierischen Produkten hin zu den pflanzlichen Produkten, durch das Weglassen der No-Foods, also auch diese krassen Histamintrigger, die ich weggelassen habe, und dem täglichen Trinken des Selleriesafts habe ich meiner Leber und meinem Darm geholfen, in ihr Gleichgewicht zu kommen. Durch die pflanzenbasierte Ernährung habe ich genügend Ballaststoffe zu mir genommen, um mein Darmmikrobiom wieder aufzubauen. Aber wie bin ich jetzt mit meiner Histamintoleranz umgegangen, als ich die Ernährung nach Anthony William angefangen habe umzusetzen? Natürlich hatte ich dabei die Histaminintoleranz nicht gänzlich ignoriert. Im Gegenteil, ich habe durch die Ernährungsumstellung mit Anthony William die großen Histamintrigger weggelassen, die sogenannten No-Foods. Und dass mein Histaminlevel nicht steigt, habe ich anfangs auch die gesunden, histaminlastigen Lebensmittel weggelassen. Als ich gemerkt habe, dass es mir immer besser geht mit der Verdauung, dass sich mein Stuhlgang geändert hat, dann habe ich angefangen, ganz langsam die histaminhaltigen, gesunden Lebensmittel einzuführen. Gerade wenn man Alkohol und die tierischen Produkte weglässt, ist viel geholfen bei einer Histaminintoleranz. Aber zusätzlich mit dem Weglassen der anderen No-Foods und dem Einführen des Selleriesafts, diese Routine am Morgen, das hat meinen Körper so enorm zurück in sein Gleichgewicht gebracht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die Angst vor Früchte und Gemüse verlieren. Denn die Darmflora braucht ballaststoffreiche Nahrung, um auf eine gesunde Art und Weise das Histamin wieder abbauen zu können. Was sind denn frische Obstsorten mit niedrigem oder gar keinem Histamingehalt? Melonen, Heidelbeeren, Preiselbeeren, rote Beete, Kürbis, Zwiebeln, Radieschen, Rettich, Paprika, Karotten, Brokkoli, Kartoffeln, Gurken, Lauch, Zucchini, Spargel und Knoblauch. Studien zeigen, dass Vitamin B6 bei der Funktion des histaminabbauenden Enzyms DAO wirkt. Kartoffeln können hierbei deine persönlichen Vitamin B6-Helden sein. Auch ein hochdosiertes Vitamin C kann zu einer Verbesserung führen. Hierbei gilt immer bei den Dosierungen, klärt es mit eurem Arzt ab. Ja, und wie ich die Ernährungsumstellung gemacht habe, nach Anthony William, der die No-Foods aufgelistet hat, das lernt ihr in dem Video How to Ernährungsumstellung. Wie habe ich die Ernährung umgestellt? Und diese Ernährungsumstellung beinhaltet eine ganz spezielle Morgenroutine. Und etwas aus dieser Morgenroutine möchte ich mit euch noch in diesem Video teilen, weil sie eine Histaminüberraschung in sich trägt. Und zwar trinke ich nach dem Zitronenwasser den halben Liter Selleriesaft und danach mache ich mir ein Schwermetall-Entgiftungssmoothie.
Und dieser Schwermetallentgiftungssmoothie, der hat es in sich. In diesem Smoothie verwende ich Spirulina. Und diese Blaualge hat es wirklich in sich. Spirulina hemmt nämlich die Ausschüttung von Histamin in den Mastzellen. Und so wirkt diese Blaualge tatsächlich auch entzündungshemmend. Spirulina dient außerdem auch als Nahrungsmittel für gesunde Darmbakterien und unterstützt somit ein gesundes Darmmikrobiom. In diesen Power Smoothie gebe ich auch immer noch Gerstengrassaftpulver hinein. Und auch hier sind bewährte Aminosäuren vorhanden, die antihistamine Eigenschaften in sich tragen. Den Heavy Metal Detox Smoothie oder auch der Schwermetallentgiftungssmoothie habe ich euch hier in diesem Video vorgestellt. Ja, aber nun sind in diesen Smoothies auch Orangen und Bananen dabei. Was mache ich denn damit? Und wie schon angedeutet, am Anfang habe ich diese Nahrungsmittel einfach weggelassen und habe sie ersetzt. Ich habe anstatt Orange mehr Wasser hineingetan und anstatt der Banane zum Beispiel eine Kaki genommen. Ich kann aber sagen, dass das wirklich bei mir nicht lange gedauert hat. Also nach wenigen Wochen hat sich mein Histaminhaushalt so ausgeglichen, dass ich gesunde Nahrungsmittel wie eben Orange oder Banane ohne Bedenken wieder verzehren konnte. Ich finde es schon ziemlich witzig, dass viele dieser No-Foods als absolute Histaminträger gelten und dass ich durch diese Ernährungsumstellung eigentlich histaminarm lebe und dennoch gesunde Lebensmittel in Hülle und Fülle verzehren kann, ob sie jetzt einen höheren Histamingehalt haben oder einen niedrigeren. Es liegt mir aber auf dem Herzen zu sagen, solltest du an einer starken Histaminintoleranz leiden, also gerade mit Asthma, Kreislauf- und Herzrhythmusstörung, schau unbedingt diese Ernährungsweise mit deinem Arzt an, damit ihr Schritt für Schritt in die Richtung eines gesunden Darmmikrobioms kommen dürft. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und ich freue mich auf einen Thumbs up, auf Kommentare und natürlich, dass ihr diesen Kanal hier abonniert. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.